Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Dieses Video ist das erste Video einer Anfänger-Tutorial-Reihe zu dem Programm Blender. Wer Blender noch nicht kennt, Blender ist ein freies und kostenloses 3D-Grafikprogramm, mit dem sich alle möglichen Gegenstände oder auch Figuren modellieren, texturieren und animieren lassen. Mit den Gegenständen könnt ihr zum Beispiel coole Bilder erstellen oder Kurzfilme oder ihr exportiert Characters und fügt diese in euer Videospiel ein. Falls du also mit Blender beginnen möchtest oder seit einer langen Zeit kein Blender mehr genutzt hast und alles vergessen hast, ist dies das perfekte Video für dich. Wenn dir das Video gefallen und geholfen hat, würden wir uns über ein Like, ein Abo und ein Feedback in den Kommentaren freuen. Und jetzt schnacke ich nicht weiter rum und wir beginnen sofort mit dem Video. Wenn du jetzt das erste Mal Blender gestartet hast, sollte der Startscreen ungefähr so aussehen. Ich benutze die Version 2.93, falls du eine ältere Version benutzt, wie zum Beispiel 2.9 oder sogar 2.8, sollte dies kein Problem sein, da sich das Interface wenig bzw. gar nicht verändert hat. Um nun mit Blender richtig loslegen zu können, drückst du hier bei New File auf General bzw. auf Allgemein, wenn du die Sprache auf Deutsch gestellt hast. Für die Tutorials werde ich die Screencast Keys aktivieren, sodass du sehen kannst, welche Tasten ich auf der Maus und Tastatur drücke. Die Screencast Keys werden hier unten in der Ecke angezeigt. Als erstes werde ich jetzt erstmal das grobe Interface von Blender erklären. Und zwar gibt es hier oben ein paar verschiedene Reiter mit unterschiedlichen Funktionen. Wenn man Blender standardmäßig startet, befindet man sich zuerst in dem Layout-Reiter. Hier wird man sich auch die meiste Zeit aufhalten, da man hier das Objekt standardmäßig bearbeiten kann. Im Reiter daneben, dem Modeling-Reiter, gibt es eine große Auswahl an Werkzeugen. Wie ihr diese Werkzeuge aber auch im Layout-Reiter erreichen könnt, zeige ich euch später. Der dritte Reiter ist der Sculpting-Reiter. Hier könnt ihr eure Objekte sculpten und daraus Figuren oder andere Formen erschaffen. Im UV-Editing-Reiter könnt ihr Texturen auf eure Objekte projizieren, sodass diese nicht diese weiße Standardfarbe wie jetzt gerade eben haben. Im Reiter Texture Paint könnt ihr euer Objekt individuell mit Pinseln und anderen verschiedenen Werkzeugen bemalen. Im Shading-Reiter könnt ihr, wie auch im UV-Editing-Reiter, euer Objekt mit Texturen versehen oder ihr stellt eigene Shader, wie zum Beispiel ein Glas-Shader oder ein Metall-Shader. Und im Animationsreiter könnt ihr, wie der Name schon sagt, Animationen erstellen. Das waren erstmal die wichtigsten Tabs, die es hier in Blender gibt. Zu jedem werde ich später nochmal ein einzelnes Tutorial hochladen, wobei ich genauer auf die Funktionen dieser einzelnen Tabs eingehe. Zurück im Layout-Reiter zeige ich euch jetzt, wie ihr euch in diesem Ansichtsfenster bewegen könnt. Und zwar könnt ihr, indem ihr mit dem Mausrad scrollt, rein und herauszoomen. Wenn ihr das Mausrad gedrückt haltet, könnt ihr euch einmal um die Mitte drehen. Dies geht auch nach unten und oben. Haltet ihr, während ihr das Mausrad gedrückt haltet, noch die Shift-Taste, könnt ihr euch gerade auf einer Linie hin und her bewegen. Mit der linken Maustaste könnt ihr verschiedene Objekte anwählen oder wieder abwählen. Mit der Taste 1 auf eurem Numpad kommt ihr in die Frontansicht. Dasselbe geht auch mit den anderen Ansichten, so kommt ihr zum Beispiel in die Seitenansicht mit der Taste 3 auf eurem Numpad. Und mit der Taste 7 auf dem Numpad kommt ihr in die Vogelperspektive. Haltet ihr nun die Steuerungstaste vor den Zahlen, könnt ihr in die jeweilig andere Richtung gucken. So ist zum Beispiel Steuerung 1 die Ansicht von hinten, Steuerung 3 die Ansicht von der jeweiligen anderen Seite und Steuerung 7 die Ansicht von unten. Vor uns habe ich erwähnt, dass man die Funktionen und Werkzeuge, die man hier im Modeling-Reiter hat, auch im Layout-Reiter bekommen kann. Das zeige ich euch jetzt, und zwar könnt ihr mit der Taste Tab vom Object Mode in den Edit Mode umwechseln. Dasselbe könnt ihr auch hier oben mit dem Dropdown-Menü machen. Hier gibt es auch weitere Modi,
die ich euch aber auch wie die anderen Tabs hier oben in einem anderen Video erklären werde. Der Edit Mode ist quasi der Bereich, wo ihr euer Objekt bearbeiten könnt. Ihr könnt hier oben zum Beispiel mit den Tasten 1, 2 und 3 einmal mit der 1 die Vertex Selection auswählen, mit der 2 die Edge Selection und mit der 3 die Face Selection. Das heißt, ihr könnt mit der Vertex Selection einzelne Punkte eures Objektes nehmen, mit der Edge Selection die Kanten und mit der Face Selection die Flächen. Wechseln wir jetzt nochmal zurück in den Object Mode, denn ihr könnt nicht nur diesen einen Würfel hier bearbeiten, sondern auch weitere Objekte in eure Szene hineinfügen. Das geht mit der Taste Shift und A und hier habt ihr eine große Auswahl an Objekten, die ihr hinzufügen wollt. Bei Meshes habt ihr hier zum Beispiel eine Fläche, einen Würfel, einen Kreis, eine Kugel, einen Zylinder oder einen Kegel. Es gibt auch andere Sachen wie zum Beispiel Lichter oder eine Kamera. Zu den Lichtern und der Kamera werde ich aber auch nochmal ein separates Tutorial hochladen. Fügen wir jetzt zum Beispiel einen Zylinder ein. Um Objekte bewegen zu können, musst du auf der Tastatur die Taste G drücken. Dann kannst du das Objekt frei in der Szene umher bewegen. Willst du es nun auf einer spezifischen Achse bewegen, musst du G plus die Achse, also jetzt zum Beispiel auf der X-Achse musst du X drücken, um es auf der X-Achse zu bewegen. Dasselbe geht auch mit den anderen Achsen. So musst du G und Z drücken, um es auf der Z-Achse zu bewegen und G und Y, um es auf der Y-Achse zu bewegen. So, im Edit Mode gibt es auch noch einige Funktionen, die ihr wissen müsst für den Anfang von Blender. Und zwar könnt ihr auch hier zum Beispiel mit der Face Selection, mit der ihr die Flächen auswählen könnt ihr auch mit G einzelne Flächen bewegen. Auch hier funktioniert das Prinzip mit den Achsen, also könnt ihr einfach G und X drücken und könnt diese eine Fläche entlang der X-Achse bewegen. Außerdem könnt ihr mit der Taste S das Objekt vergrößern oder verkleinern. Auch hier gilt dasselbe mit den Achsen wie bei dem Bewegen, und zwar könnt ihr S und Z drücken, um das Objekt entlang der Z-Achse zu vergrößern oder verkleinern. Auch das könnt ihr wieder mit einzelnen Flächen machen. Wenn ihr nun nur eine Fläche weiterhin nach oben ziehen wollt, könnt ihr die Taste E drücken, um eine Fläche zu extruden, das heißt quasi, um eine Fläche nach außen zu ziehen. Mit der Taste I könnt ihr eine Fläche inserten. Inserten heißt so viel, dass ihr auf der Fläche eine kleinere Fläche erstellen könnt. Mit den gerade eben genannten Hotkeys habt ihr also schon mal viele Auswahlmöglichkeiten, wie ihr eure Objekte verändern könnt. Außerdem könnt ihr auch ein Objekt rotieren. Das geht mit der Taste R. Und auch hier könnt ihr wieder die Rotation für bestimmte Achsen festlegen. Wenn ihr zum Beispiel RX drückt, könnt ihr das Objekt entlang der X-Achse drehen. Und RY ist dasselbe für die Y-Achse. Wenn ihr nun mehrere Flächen erzeugen wollt, um mehr Möglichkeiten zum Bearbeiten zu haben, könnt ihr mit der Taste STRG und R einen sogenannten Loop Cut setzen. Diesen könnt ihr auch beliebig verschieben und er unterteilt quasi eine Fläche in zwei neue Flächen, die wir dann wieder individuell bearbeiten können. Alle eben genannten Funktionen findet ihr auch hier auf der linken Seite. Und zwar hier zum Beispiel einmal bewegen oder das Rotieren und auch Sachen wie die Loop Cuts findet ihr hier. Jetzt solltet ihr theoretisch einen groben Überblick über das Interface von Blender haben und wissen, was man später alles mit Blender machen kann.
Außerdem könnt ihr jetzt die Objekte bewegen, skalieren und rotieren und wisst, wie man in den Edit Mode wechselt, um die Objekte zu bearbeiten. Das heißt, ihr könnt jetzt Flächen extruden, inserten oder Loop Cut setzen. Für den Anfang empfehle ich euch auf jeden Fall erstmal Sachen auszuprobieren, so könnt ihr zum Beispiel neue Werkzeuge und Funktionen kennenlernen. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr diese entweder in die Kommentare schreiben oder ihr joint unseren Discord. Der Link dazu ist entweder in der Videobeschreibung oder in unserer Kanalinfo. In unserem Discord-Server werden wir auch Probleme und Fragen zu Blender klären. Im nächsten Video dieser Anfänger-Tutorial-Reihe für Blender zeige ich euch, wie ihr euer erstes eigenes Objekt modellieren könnt. Vielleicht sehen wir uns da wieder. Bis dahin, ciao ciao.